Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Home Defense 24. Heute mit dem Stefan vom Fischer Stuff. Wir stellen heute das Technic vor. Stefan, erzähl den Zuschauern, was ist das Technic überhaupt? Wie ist es entstanden? Also, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich da sein darf, Florian. Was ist die Idee hinterm Technic? Mir ging es prinzipiell darum, möglichst schnell nachladen zu können, mit etwas mehr als 1 oder 2 Trommeln, ne? Und auch eine gewisse Ordnung dabei zu haben. Wo habe ich jetzt beim Nachladen die vollen Trommeln hin, wo sind die leeren, dann kommt man schnell durcheinander, dann fällt was runter, na, dann geht es verloren. Und ich wollte einfach Ordnung haben. Ich habe ein paar Produkte am Markt gefunden, die dem auch entsprechen, aber mir persönlich hat es einfach nicht getaugt. Und ich hatte dann eine Idee dazu, was zu entwickeln und habe das dann auch durchgesetzt, habe es umgesetzt in die Tat und dabei ist dann das Technic entstanden. Ursprünglich war es die 9er-Version, die ihr noch nicht kennt. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, zuerst mal die kleinere Version, die 4er auf den Markt zu bringen, das Little Baby. Das kennt ihr mittlerweile. Und dann gibt es noch verschiedene andere Versionen. Dann kam ein Einfall dazu, weil die Zuschauer gesagt haben, ja, 4 Trommeln oder 9 Trommeln sind zu viel. Dann habe ich gesagt, okay, mach mal halt einen Zweier. Dann ist das Technic 2 entstanden. Was die Zuschauer auch noch interessiert, was heißt das Technic überhaupt? Was ist die Bedeutung dahinter? Erklär uns das mal. Das ist relativ simpel, das ist die Abkürzung für Tactical Magazine, TechMag. So Stefan, jetzt sehe ich aber gerade, da liegen 2 verschiedene Versionen. Was ist der Unterschied? Weil ich sehe jetzt, da hast du hier einen Bogen, da ist kein Bogen mehr. Warum hast du es geändert? Also was ist die bessere Option oder was hast du da einfallen lassen? Warum hast du das einfallen lassen? Ja, Florian, da gibt es einen einfachen Grund. Der Hersteller Umarex, der die Waffe hergestellt hat, hat auch verschiedene Zubehörteile entwickelt, wie zum Beispiel diesen X-Tracer, den man an die Waffe machen kann. Und da soll ja mein TechMag auch nach wie vor dran. Und das funktioniert jetzt eben nicht mehr, weil wie man hier sieht, das ist das Zubehörteil und ich kann das TechMag, ich kann es nicht mehr festmachen. Es geht einfach nicht mehr drauf, weil die Picatinny-Schiene vom Hersteller leicht verändert wurde und im Gegensatz zur Waffe eben eine andere Form hat. Lag mir zum Zeitpunkt, wo ich es entwickelt habe, noch nicht vor. Das kennt man. Ja, und jetzt hat der Kunde natürlich das Problem, er möchte es weiterhin verwenden können und kann es nicht mehr dran machen. Es gibt für die das Original 4er TechMag haben, werde ich eine Adapterschiene machen, dass die das weiterhin auch verwenden können an die neuen Zubehörteile vom Hersteller. Aber grundsätzlich habe ich mich entschieden, das so zu machen, dass man für jedes Anbauteil eine extra Picatinny-Schiene hat, wo der Kunde dann selber austauschen kann, wo er sich selber dazu kaufen kann, je nach Bedarf, für was für ein Anbauteil er sich entscheidet. Und kann dabei das eigentliche TechMag immer noch verwenden. Ist also kein rausgeschmissenes Geld. Und warum die Form sich geändert hat, dass der Bogen jetzt unten wegfällt, hat den Grund, du hast ja einen Kundenwunsch gehabt, das Zweier zu entwickeln. Zweier, ja, genau. Und da geht das Technische gar nicht, weil kein Platz für diesen Bogen da ist. Und dann habe ich den Versuch gemacht, das eben wegzulassen. Die Spannung, die Form, die Passgenauigkeit ein bisschen angepasst, dass die strenger drin sitzen. Ne? Und dann lassen die sich jetzt auch schön in einem Zug rein und rausstecken. Ja. Und dann habe ich, weil das beim Zweier gut geklappt hat, habe ich dann einfach das 4er so gedruckt und dann das 9er und dann das 13er und das funktioniert überall hervorragend, spart Zeit in der Produktion und man hat diesen nervigen Bogen unten nicht. Man kann also, wie jetzt hier zum Beispiel beim T9, wenn das an der Waffe dran ist und eine Trommel ist jetzt heraus, dann kann ich 4 Stück auf einmal nehmen und raustun und sofort ist es entleert. Und auch beim Nachladen stecke ich die wieder rein, drücke sie ein bisschen an, und schon sind die geladen. Viel flexibler. Und das geht halt schneller von der Hand. Das gefällt mir einfach unterm Strich viel besser. Ja, genau. Das ist der Grund, warum die jetzt eine andere Form haben und auch geteilt sind. Okay. Gibt es noch einen Grund, warum? Hast du noch was über, oder? Ja, da habe ich schon was durchblicken lassen vorhin in unserem Vorgespräch. Richtig, deswegen Frage. Ja, es gibt nämlich jetzt noch ein spezielles Zubehörteil. Das nennt sich Zubehörträger. Und zwar kann man jetzt eben einen Laser befestigen oder zusätzliche Kartuschen. Und da nutze ich diese Möglichkeit jetzt des Auseinanderschraubens, weil ich die Sachen jetzt eben dazwischen setzen kann. Wenn jetzt hier die Picker drauf kommt, die von unten verschraubt wird, das zeige ich mal in einem separaten Video noch.
wie das genau umgebaut werden kann, ne, dass man da nichts falsch macht. Wenn das da drin steckt dazwischen, dann lässt sich das nicht mehr rausnehmen, dann ist das fest. Und man hat schöne Möglichkeit, verschiedenstes Zubehör zu machen. Okay. Da wird also noch einiges kommen. Das ist jetzt ein kleiner Vorgeschmack auf das. Und das ist natürlich, für mich war das sehr ausschlaggebend, dieses Geteilte eben so zu nutzen. Ja. Na top, da hast du echt was einfallen lassen. Danke. Genau. Dann wollen wir den Zuschauern halt einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, oder? Jetzt haben wir genug geredet. Okay. Machen wir mal einen Funktionstest. Du zeigst einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann nehme ich mal das hier her, was da oben steht. Im Prinzip zieht man nur den Riegel ein bisschen her, nach unten und schiebt das TECMEC ganz auf die Waffe auf, bis es ganz hinten dran ist, und dann verriegelt es von selber. Wenn man es runternehmen will, Hebel runterziehen, raus und dann ist sie wieder entfernt. Na? Und zum Nachladen nehmen wir jetzt da auch noch diese Trommel, mal angenommen, die ist jetzt leer geschossen. Entriegeln, die alte Trommel raus, in der Hand behalten am besten und mit dem Daumen eine neue Trommel ziehen, in die Waffe rein, verriegeln, das ganze Paket nach hinten schieben, tut man sich am leichtesten, die verbrauchte Trommel einsetzen und schon ist sie wieder schussbereit. Das war jetzt im Detail, jetzt zeige ich es nochmal etwas flüssiger. Waffe entriegeln, Trommel raus, Trommel aus dem TECMEC raus, verriegeln, hinterschieben, wieder einstecken und schon kann man den nächsten Schuss abgeben. Schon ist geladen. So, Stefan, ich sehe jetzt da einen TECMEC mit Alutrommeln. Wir hatten ja in der Beschreibung stehen, dass das Ganze noch nicht funktioniert. Jetzt sehe ich aber, du hast jetzt doch eins erstellt. Erzähl mal, ob das jetzt funktioniert oder was deine Inspiration dahinter war mit den Alutrommeln. Ja. Es haben sich ja viele auch gewünscht, beziehungsweise ich habe es ja auch selber gesehen, dass sie nicht reinpassen, weil die Alutrommeln sind exakter gearbeitet als die Originaltrommeln und die haben ein bisschen Übermaß, was sich hier ja in der Länge dann summiert. Ne? Und ich kriege die 4 Alutrommeln nicht in die Länge rein von einer normalen T4, weil dann würde das zu sehr spannend, dann kriegt man die nicht mehr raus. Okay. Und auch, dass man es zerstört, wenn zu viel Druck drauf ist, weil das ja wie eine Keilwirkung ist, wenn ich die reinstecke. Ne? Und insofern habe ich die ein bisschen abgewandelt, dass jetzt eben die Alutrommeln auch gehen. Man kann in das TECMEC mit der Alutrommeln auch 4 normale TECMECs reintun. Dann ist allerdings so, dass die einfach viel mehr Luft haben. Ja, und das wird den einen oder anderen nicht gefallen und mir persönlich gefällt es auch nicht, wenn das zu wackelig da drin ist. Na? Aber man könnte es zur Not machen. Nur umgekehrt geht es nicht, in ein normales T4 die Alutrommeln reinstecken. Okay. Deswegen gibt es das T4T und das steht für Tuning. Okay. Ja? Ein guter Nebeneffekt ist, weil das bei 2 noch nicht so tragisch ist, wenn es sich summiert, für das T2 Mini brauche ich kein separates, da kann ich also Alutrommeln nehmen oder die normalen. Okay. Und die gehen beide. Ja, das ist echt top. Ja. Weil ich denke, das 2er und das 4er ist das gängigste einfach, was sich die Leute kaufen werden. Und das ist echt top, dass beide Trommeln gehen. Also da hast du schon was einfallen lassen. Ja, Da also bist die du auch sind- auf die Kunden eingegangen, weil wir haben doch ein Feedback bekommen, dass das 2er gewünscht wurde oder dass auch für die Alutrommel was gewünscht wurde. Und ja, du hast es ja gleich überarbeitet, beziehungsweise du bist darauf eingegangen, dass das jetzt am Markt ist. Ja, kann das auch mal an die Waffe hinmachen, dass man sieht, wie das passt. Immer ganz hinterschieben, verriegeln, schauen, dass der Riegel drin ist und dann sitzt es bombenfest. Okay, Florian, habe ich damit alle Fragen beantwortet oder hast du noch irgendwas, was dich interessiert? Nee, ich denke, mir hast du alles erklärt. Ich habe alles gesehen. Ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt es in die Kommentare rein. Stefan, wird es in Zukunft noch was geben, noch was Neues? Ja, es sind noch viele Sachen in Planung. Einige interessante Sachen für den einen oder anderen sind mit Sicherheit dabei. Also bleibt mal gespannt und wir werden gucken, dass wir es möglichst zeitnah auf die Beine stellen. Genau, das war's von uns dann, von Home Defense und Fischer Stuff. Wie gesagt, folgt uns, Instagram, YouTube, bleibt dran. Das nächste Video kommt bestimmt bald. Danke fürs Zusehen. In diesem Sinne, merci vielmals. Ciao miteinander.